Einen schönen guten Abend allerseits. Es ist Donnerstag, es ist 20 Uhr und es ist wieder mal Zeit für eine Ausgabe von Catching Up mit meiner Wenigkeit der Squire. Schön, dass ihr da seid, sei es live oder später über Instagram TV auf meinem Feed. Ja, so. Und heute wird alles auf Deutsch gemacht. Denn gestern waren wir natürlich mit Blake Parlett und ja, der kann nur Englisch. Heute ist Wally von Hauptstadt Eishockey bei mir zu Gast. Ich bringe ihn gleich rein. Und dann werden wir über Hauptstadt Eishockey reden. Natürlich. Und die guten Arbeit, dass sie leisten. Die haben bestimmt viel zu erzählen. Erstmals Werbung in eigene Sache. Morgen ist Leon Niederberger bei mir zu Gast. Und nächste Woche haben wir am Montag Kelsey Socchio. Am Dienstag die deutscher U18-Bundestrainer Steffen Sicher. Am kommenden Mittwoch ist Kevin Poulin zu Gast. Am Donnerstag, und darauf freue ich mich ganz besonders, vor allem, weil er kann was zu der aktuellen Lage allgemein in unserer Gesellschaft erzählen. Und das ist Nathan Robinson. Und am Freitag nächste Woche haben wir von Red Bull München Justin Schutz. Nächste Woche Guillaume Latendresse, NHL-Player mit dem Montreal Canadiens, Minnesota Wild und die Ottawa Senators. Der ist am Montag dabei. Übernächsten Dienstag ist Christoph Kabitzki und übernächsten Mittwoch Tyson Mullock. Mehr Namen werden bestimmt kommen. Ich tue mein Bestes. Aber heute kommen wir zu meinem guten Freund. Wir sind Mo Bros, was eine schöne Sache ist. Darüber werden wir bestimmt auch reden. So, Christian, a.k.a. Wally von Hauptstadt Eishockey. Jetzt verbindet er Wally. What's up? Hallo, Desmond. Danke für deine Einladung. Freut mich, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich finde es von vornherein sehr, sehr gut, dass du die obligatorische Catching Up with Baseball-Mütze trägst. Tun sie alle. Natürlich. Na, Ja. ich meine, weißt du, aber was für eine Mütze hast du jetzt gerade an? Washington Nationals. Du und dein Washington lieber. Dazu kommen wir auch ein bisschen später. Ne? Ja. Na, so, bevor wir den weitermachen, Bud, freust du dich denn auf Guillaume Latendresse übernächste Woche? Wirst du bestimmt einschalten, oder? Ja, natürlich. Ich schaue alle deine Sendungen. Das siehst du. So, Ja. denn wir beginnen dann Hauptstadt Eishockey. Jeder kennt euch mittlerweile. Ich meine, nicht nur in Berlin, sondern auch außerhalb Berlins in der deutschen Eishockey-Szene. Seit ein paar Jahren seid ihr dabei. Habt ihr damals gedacht, dass ihr nach so kurzer Zeit so relevant sein könnten? Sei es in Berlin oder auch anderswo in Deutschland? Nein, also ich persönlich hatte gar keine Erwartung. Wir haben das Projekt einfach gestartet, mal sehen, was passiert und dass sich das natürlich so entwickelt. Wir sind jetzt fast im 3. Jahr und es ist Wahnsinn. Ich meine, wirst du denn anders betrachtet, weißt du, wenn du unterwegs bist, machst ein paar Fotos, so Tom ist da, der auch Flo, und Leuten sagen, oh, hey, das sind die Jungs von Hauptstadt Eishockey. Also, seid ihr denn immer noch Fans oder werdet ihr langsam als Journalisten betrachtet? Also Fan bin ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr. Das ging irgendwie seit 2009 weg. Also ich versuche das alles auf professioneller Ebene zu betrachten. Ja, manchmal es ist schwer. Ich meine, ich bin selbst Eishockey-Fan. Und ich sitze da im gleichen Boot, ne, dass du sagst, ja, man muss es manchmal differenzierter betrachten. Ist das auch ein Merkmal, das ihr benutzt, wenn ihr beispielsweise einen Podcast macht? Denn natürlich da Fanbelangen kommen rein, aber natürlich eure Meinung muss auch zum Ausdruck gebracht werden. Ne? Ja, also gerade bei den Fanbelangen, da haben wir ja Flo Eckert mit dabei. Der ist ja der Fanbetreuer von Eisbären und der sieht immer zu, dass wir genug Fan-Themen mit reinbekommen. Ja. Ja. Und wenn es nicht so sein sollte, dann schreibt ihn einfach mal an und sagt, dass er mehr Fan-Themen reinbringen soll. So, wie ist denn die Arbeitsaufteilung? Weil ich sage mal so, wenn ich euch sehe an einem Spieltag, ich sehe dich knipsen, ich sehe dich in der Mixzone nach Spielende. Flo macht sein Ding an den Heimspielen für die Eisbären und keine Ahnung, was Tom macht. Wer macht die meisten Arbeit und seien wir ehrlich, ist es eine gerechte Aufteilung?
Müsste ich jetzt diplomatisch antworten. Ja, also sagen wir so, es ist in dem Sinne gerecht, dass Tom das ganze Sportliche macht. Also er sitzt dann oben auf der Pressetribüne, schaut sich das Spiel aus einer ganz anderen Perspektive an, als ich da unten durch die Kamera. Und er macht dann die Spielberichte und die Analysen. Das könnte ich alles gar nicht. Also ich würde mir nie anmaßen zu sagen, der Spieler XY hat jetzt schlecht gespielt, da hätte er dort stehen können, dort hätte er den Puck ins Tor schießen können. Nee, also das möchte ich mir nicht anmaßen. Ich mache die Fotos, ich mache im Hintergrund so ein bisschen was und ja, so ist die Aufteilung. Apropos Fotos, du hast neulich ja gepostet, dass du dein Cache da leeren musstest. Damit die Leute vielleicht mal eine Vorstellung bekommen können, von wie viele Fotos du persönlich gemacht hast, geschossen hast, sagen wir mal in den letzten 2 Jahren. Wie viele Bytes waren das? 0,99 Terabyte in den letzten 3 Jahren. Das, weißt du, da ist eine Menge Fotos. Ich meine, wie viel Zeit braucht man, um überhaupt durchzugehen? Welches Bild will ich haben? Welchen will ich von vornherein wegschmeißen? Ich meine, ich mache das ehrenamtlich, nehme ich mal an. Das ist ein absolut Mammutunternehmen, was du machst, damit anderen Leuten informiert werden können. Ja, also vor allem, es muss ja auch thematisch immer passen. Man kann jetzt natürlich irgendwie ein x-beliebiges Foto raussuchen und posten, aber ich möchte das halt nicht posten, wenn es nicht irgendwie thematisch zu irgendwas passt. Also muss immer mit einem Thema verbunden werden, oder eine kleine Info. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie das Foto gestern von PC Labrie, wo er einfach nach oben geguckt hat. Da hat es halt mit dem Emoji so gut gepasst, dass die übereinstimmt. Da muss nicht immer Inhalt dabei sein, aber ich versuche es meistens inhaltlich, dass es passt. Ich finde, was ihr besonders gut gemacht habt, ist diese Verankerung in der Fanszene, auch verbunden mit mittlerweile journalistischen Glaubwürdigkeit. Das ist ganz wichtig. Ne? Und es gibt Themen aus der Fanszene, wo ihr auch zum Sprachrohr geworden seid. Sei es Fanbogen bleibt, sei es Movember, Toleranz, etc. etc. Welche Thema hat dich am meisten bewegt oder dich am meisten zum Weißglut gebracht? Zur Weißglut? Naja, ich bringe nicht viel zur Weißglut. Also ich bin nach 24 Jahren Eisbären ist man irgendwie abgestumpft. Aber bewegt hat mich also Movember, wo wir auch immer gut zusammenarbeiten. Das ist immer jeden Monat jeden November sehr aufreibend, arbeitsaufwendig und immer dranbleiben, immer die Leute zu erinnern, es geht um Hodenkrebs, Darmkrebs und was jetzt auch mich betrifft, Depressionen, deswegen mache ich das alles. Und da halt einen Monat lang dran zu bleiben, das Thema zu bewerben, immer weiter und das ist halt schwer. Ich finde es schön, dass du Movember da ansprichst, weil nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Ich mache immer alle 2 Jahre. Schon eine Batzen Geld haben wir schon einsammeln können. Also das ist ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wir hatten letztes Jahr 2.758 € gesammelt. Weißt du, ich glaube, vor 2 Jahren haben wir Mickey dabei gehabt. Ne? Muss mal sehen, wie wir dieses Jahr nehmen. Letztes Jahr war ja Konstantin Braun dabei. Ja, aber Tina, der hat auch ein Monster-Mustache, muss man sagen. Der hat die gerade liegende Muzzy, ne? Das ist immer so schön. Warte mal. Am besten werden, also es machen ja immer aus der Mannschaft mehr Leute mit, aber sie müssen natürlich auch aktiv Spenden sammeln. Es nützt halt nur nicht, wenn man sich nur einen Schnurrbart wachsen lässt, aktiv Spenden sammeln, die Leute dazu bewegen, das Thema in den Vordergrund stellen. Da müssen wir mal die Mannschaft zu kriegen. Also ich muss sagen, wenn ich mich selbst loben darf, da bin ich brutal. Wenn es um November geht, bin ich brutal. Ich habe immer gewünscht, dass die Eisbären so eine Mustache auf der Logo packen für ein Spiel im November. Das würde absolut passen. Das machen. Ja. Das Logo ist dafür prädestiniert. Weiteren Themen, die wichtig waren, Fanbogen bleibt, also und eure Zusammenarbeit mit den sogenannten alten Medien. Und insbesondere ist das das, wo geilste und der mittlerweile älteste fortsetzende Eishockey-Fernsehen Deutschlands, Eis Dynamo. Old Media meets New Media. War das ganz leicht oder musstest du vielleicht hier und dort mit den alten Medien ein bisschen an der Hand führen,
wenn es um den neuen Medien geht? Also mit dem Eisdynamo ist die Zusammenarbeit gut. Mit dem Rest, sagen wir mal so, es ist kompliziert. Also mit den Kollegen so. Aber mit dem Eisdynamo ist die Zusammenarbeit wunderbar. Da arbeiten wir ja besonders mit Susanne Wegner zusammen und machen die Interviews und das läuft immer unproblematisch ab. Ich finde es auch ziemlich geil. Die nutzen deine Fotos, was ich toll finde. Aber mittlerweile sogar in den Kalender von den Eisbären, hoppla, ich sage, ja, ich kenne das Foto, das ist von Wally. Ja, der gesamte Kalender. Also das war auch diese Saison halt eine wunderbare Möglichkeit, einen kompletten Kalender zu gestalten. Vom Titelblatt bis zum Dezember, 13 Bilder. Und da hat man mir die Freiheiten gelassen, das thematisch so zu machen, wie ich es finde, dass es gut ist. Und ja, wurde mir nicht dazwischen geredet und war ein wunderbares Produkt. Hat sich, wie ich gehört habe, wunderbar verkauft. Musste mehrmals nachbestellt werden. Was will man mehr? Also, weißt du, du kannst jeden Monat anschauen und denken, ach, geile Foto. Habe ich ja selbst gemacht, ne? So, euren letzten Einsatz rund um den Eisbären, die Crowdfunding für die Eisbären Juniors, für den 3 Spielern, die einen Trainerschein machen wollten. Denkst du, dass diese Crowdfunding-Ziel letzten Endes erreicht wurde, übertroffen wurde sogar? Es wurde auf alle Fälle übertroffen. Weil New Media sich derartig dafür eingesetzt hat. Es wurde auf alle Fälle übertroffen. Also 7.000 € waren ja das erste Funding-Ziel. Das zweite Funding-Ziel waren 10.000 €. Ich persönlich fand es ein bisschen abwegig, dass wir das erreichen. Aber wir haben genau die Mitte zwischen dem ersten und dem zweiten geschafft. 8.500 € und es ist mega gut. Es ist eine super Überraschung gewesen. Vor allem, dass der erste Tag so stark war. Da haben wir allein schon 2.000 € eingenommen. Wir hatten nach der Hälfte der Zeit, glaube ich, schon fast den gesamten Betrag zusammen. Also lief besser als erwartet. Gerade in der Corona-Pandemie-Zeit hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Also ich hab ehrlich gesagt, ich habe gedacht, ja, diese 7.000 wird geknackt, aber ähnlich wie du, naja, so schnell wird das nicht gehen, weil die Euros sitzen halt nicht locker in dieser Pandemie-Zeit, in der wir uns leben. Ne? Ja, aber ja, hat alles geklappt, wunderbar. Wir sind am Montag war ich bei den Juniors in der Geschäftsstelle, haben das finalisiert, die Kampagne. Das heißt, wir sind in den Legitimationsprozess gegangen. Jetzt wird alles geprüft, die Satzung, dann, was man da noch alles vorzeigen musste, dass da keine Geldwäsche betrieben wird oder so, dass die Startnext sicher ist und ja, und dann müsste innerhalb von 3 Wochen jetzt das Geld an die Juniors ausgezahlt werden von Startnext und dann geht das dann an die Spieler, an die 3, an Jérôme Ploschin, Gion Ulmer und Ilja Fleischmann. Und damit können die dann hoffentlich ihren C-Trainerschein machen und die Eisbären Juniors in der kommenden Saison unterstützen. Also ich finde, eine ganz nette Nebenerzeugung davon ist, du hast auf alle Fälle mindestens 3 Exklusivinterviews mit Trainern demnächst, ne? Weißt du, da muss hin. Sag, Boys, come on. Wir haben euch geholfen, jetzt könnt ihr uns helfen. Die Podcast-Szene in Eishockey, Deutschland, explodiert gerade. Also überall finde ich es ganz toll, dass diese klassischen Medien mittlerweile keine Monopolstellung haben. Ja. Bist du selbst überrascht, über wie viele Fans in wie vielen verschiedenen Standorten sagen, Moment mal, da kann ich doch selbst machen. Ja, auf alle Fälle ist eine gute Sache. Wenn die Leute selbst aktiv werden, selbst recherchieren, sich Themen suchen, diese setzen können, über diese reden können. Und jetzt gibt es zum Beispiel einen neuen Podcast aus München, der heißt Packmaß, also so ein Wortspiel mit Puck und dann Maß mit dem Maß Bier. Und es wird immer mehr, es gibt jetzt auch den offiziellen DEL-Podcast und es wird langsam schwierig, Zeit zu finden, alles zu hören. Ja, natürlich. Es ist nicht nur, dass man alles hört, es ist auch, dass man sich langsam absetzen muss oder behaupten muss. Denn Vielfalt, Nachfrage, Angebot halt. Ne? Ja. Habt ihr da Ideen, wie ihr denn in der nächsten Saison denn vorangehen wollt? Wenn überhaupt diese Saison bis das von vornherein? Nee, Ideen haben wir da jetzt noch nicht formuliert. Also ich persönlich bin erstmal froh, dass wir jetzt mal ein bisschen Ruhe haben, Sommerpause, weil man arbeitet ja, also ich persönlich arbeite jetzt für Hauptstadt Eishockey seit 3 Jahren jeden einzelnen Tag durch. Einen Tag Pause, ohne einen Tag Wochenende, einen Tag überlegen,
bringst du morgen, was bringst du morgen, was bringst du am nächsten Tag. Und Podcast pausiert jetzt bei uns zum Beispiel im Juni und mal sehen, was wir dann im Juli bringen. Also immer ganz spontan. Ich glaube langsam, wir brauchen ein Crowdfunding, damit du einen Urlaub haben kannst. Das wäre eine Idee. Ja. Gibt es denn irgendwas als Hauptstadt Eishockey, wo ihr vielleicht mal daneben gelegen habt? Also wo ihr vielleicht mal einen Vereinsspieler eingeschossen habt und stellt sich heraus, doch, ne, der ist doch besser, als wir gedacht haben. Oder bleibt ihr immer bei eurer Meinung? Man kann schon ab und zu seine Meinung revidieren. Also es ist auch schon vorgekommen. Ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, was jetzt doch, also bei Tom, der war zum Beispiel nicht so ein großer Fan von PC Debris. Und nachdem wir das Interview mit ihm geführt haben, hat er das besser verstanden, was er halt für das Team an sich bringt, was er für ein Good Guy ist, was er für eine gute Laune reinbringt in die Kabine und was er für die Moral, für die Moral der Mannschaft tut. Okay, unsere Zeit ist ja fast um, mein Freund. Es ging ja schneller als gedacht. Weißt du, im Ernst, ne? Ja. Letzte paar Fragen allerdings. Zahlen musst du nicht nennen. Mittlerweile ist es nur noch Berlin oder der Umland von Berlin, wo ihr Führerschaft oder bekommt ihr auch aus anderswo, sagen wir mal München, Düsseldorf, Köln, wo Leute sagen, ey Mann, hast du den Hauptstadt Eishockey Podcast angehört? Da musst du unbedingt reinhören. Das weiß ich gar nicht. Also bin froh über die Hörerzahlen, die wir haben. Die sind im vierstelligen Bereich. Da kann man auch schon stolz sein nach 2 Jahren, die wir den Podcast machen. Und wo der jetzt genau gehört wird, keine Ahnung. Es gibt ja auch kein Feedback. Es schreiben ja die Leute nicht an, hey, toller Podcast oder hey, also wenn irgendwas scheiße war, dann melden sich die Leute. Aber ansonsten hast du halt kaum Feedback. Weißt du, da ist immer so, ne? Aber muss man sagen, weißt du, hast du was Gutes gemacht, hörst du nichts. Hast du Scheiße gebaut, hörst du eine Menge. Ja. Na, mach dir keine Sorgen, mein Freund. Also ich finde es toll, dass es euch gibt. Und ich finde es toll, muss ich auch sagen, weil ich auch jemanden bin, der für die Eisdynamo auch ein paar Jahre lang geschrieben hat, dass die Jungs von der Eisdynamo hilft, langsam, naja, in den 21. Jahrhundert anzukommen. Ja. Wir machen die dann quasi fit für die nächsten 25 Jahre. Ja, Hase und Kauder, ich meine, die sind schon einmalig. Und insofern ist es gut, dass frischer Wind da reinkommt. Ich wünsche euch viel Erfolg für die kommende Saison. Wir sehen uns bald sowieso. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es eine besondere Ehre. Du bist der erste Nicht-Eishockeyspieler, der in Catching Up with zu Gast war. Ja, aber meinst du damit auch Ex-Eishockeyspieler? Naja, oder Leute, ja. Weil Martin Juni war ja schon bei dir. Profi. Martin Juni war ja schon bei dir. Ja, aber Martin war Profi. Ja, okay. So, die letzte Frage ist dann Stanley Cup. Du bist ein bekennender Fan von alles, was der Washington hergibt. Insofern, ich finde es gut. Ich bin Redskins-Fan, hoffentlich du auch. Die Capitals, können sie ihr Abenteuer Stanley Cup von vor 2 Jahren, können sie es wiederholen oder siehst du da eine Gefahr mit diesem neuen Modus? Natürlich können sie das machen. Also das Fenster ist noch offen. Ovechkin hat seine 49 Tore geschossen und der wird die auch noch weiter schießen. Und das Team hat sich nicht groß geändert, im Gegensatz von vor 2 Jahren. Also ich denke, sie können gut sein. Sie können ihren Weg gehen. Ja, aber die haben auch einen guten Goalie. Ne? Ich meine, die Diskussion da zum Beispiel ist, niemand will eigentlich gegen Montreal spielen, weil in der Best-of-5-Serie Carey Price hat einen guten Lauf, gute Nacht. Ne? Und natürlich, die Goaltending in Washington ist auch nicht ohne. Ich glaube, diese Saison war es gar nicht so gut, was Braden Holt wieder geleistet hat. Aber der Kerl ist doch ein Gamer. Ne? Wenn er heiß ist, ist es verdammt schwer, ihn zu bezwingen. Ja, aber im Hintergrund die Nummer 2, Ilya Samsonov, der macht ganz schön Druck. Also der Vertrag von Holtby läuft aus. Mal sehen, ob er bleibt oder ob die Caps dann Ilya Samsonov die Chance geben. Ja, ich meine, ich könnte durchaus Montreal um $10 Millionen pro Jahr entlasten im Preis. Ja, ich glaube, Montreal wird in 4 Spielen gegen Pittsburgh vorbeiziehen. Das ist mein Tipp. Und mal schauen, wer Washington bekommt. Toi, toi, toi.
Hauptsache, es ist nicht Toronto. Ja. Ich hasse Toronto. Tut mir leid. Wenn jemand ein Maple Leafs Fan ist, ich hasse die wie der Pest. Aber der Washington Capitals, den gönne ich es, weil ich finde, Ovechkin ist einfach hammergeil und immer noch, trotz seiner Errungenschaften, eine extrem unterschätzte Spieler. Was komisch ist. Ich sage, ja, er ist ein toller Goalscorer, aber Teamplayer, der blockt keine Schüsse. Ovechkin ist zweifelsohne einer der besten aller Zeiten. Ja, gehört auf alle Fälle in die Riege. Okay, und ich muss jetzt hier, wir haben unseren täglichen Catching Up with Troll. Das ist ja, ich sehe schon. allseits beliebt. Cedric Schiemens, Montreal in 4, that's a good one. Hey, Cedi, fuck off. So, Wally, ich habe genug von deiner Zeit in Anspruch genommen. Ich bedanke mich recht herzlich, mein Freund. Ja, ich danke dir für die Einladung. Mach weiter so. Ist immer schön wir zu machen sehen. Mindestens noch 2 Wochen. Ich glaube, dann bin ich schon auf 45 Typen. Ja. Ich freue mich auf Kevin und Frauen mit Kelsey Soccio. Ja, Kelsey Soccio ist ja nächste Woche. Kevin Poulan wird wohl interessant und Nathan Robinson erst recht. Und ich freue mich auf Guillaume Latendresse. Ich würde vielleicht mal mit Dammer reden, ob ich vielleicht mal Lars Ellers Instagram, ob er mit ihm reden kann. Ich würde gerne Lars Eller haben, weil er hat auch in Montreal Vergangenheit, weißt du. Ja. Und wenn du Fotos brauchst, dann sag Bescheid, nicht damit du wieder von dir und der Danke ein falsches Foto postest. Mein Problem ist, ich bin ein bisschen eitel und ich neige dazu, ohne meine Brille zu arbeiten. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist bei dir, aber ich merke, ich bin 51, ja, und ich glaube, mein Augenlicht entspricht das von einem 99-Jährigen. Eigentlich muss ich ständig Brille tragen, aber ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich habe immer noch diese Vorstellung in meinem Kopf, dass ich 18 Jahre alt bin. Ja. Wisst ihr, ne? Du weißt, wer es ist. Mein Freund, hau rein, habt einen schönen Abend und du auch. wir sehen uns sicherlich bald. Auf jeden Fall. Gut, danke. Tschüss. Wally von Hauptstadt aus Eishockey, what a guy. Und nicht vergessen, wenn wir im November machen, ihr alle, ihr macht mit. Alles für einen guten Zweck, denn we grow the Moes. Dankeschön, Wally. Ciao, ciao. Cheers, buddy. Thanks a lot. Ja, oh ja, du kannst selbst gehen, Wally. Du kannst dich selbst gehen. Thanks very much, buddy. Toller Kerl und ich freue mich, dass Wally Zeit dafür hatte. Er hat schon im Vorfeld gesagt, naja, ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich finde, er hat es souverän gemeistert und hat es sehr, sehr, sehr gut gemacht, wie alles in das, was er macht. Denn ich muss sagen, der Kerl konnte ein absoluter Profi-Sportfotograf werden. Also der macht richtig geile Fotos, richtig viel Leidenschaft und man sieht das, man spürt das in das, was er macht. Und insofern, Wally, toi, 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 gibt weiterhin Gas. So, meine Freunde, Catching Up with ist fast zu Ende. Nur der Hinweis, morgen um 20 Uhr ist Leon Niederberger, der singende Eishockeyspieler oder Eishockeyspielende Sänger, je nachdem, wie man es so sehen will. Der ist bei mir morgen zu Gast um 20 Uhr. Nächste Woche eine junge Nationalspielerin, Kelsey Soccio, ihr Vater, Len Soccio, auch ein DEL-Legende, zumindest eine Legende in Hannover. Die ist am Montag dabei. Am Dienstag kommt Steffen Sicher, die U18-Bundestrainer. Am Mittwoch Cult-Goalie Kevin Poulan und am Donnerstag Nathan Robinson. Nächsten Freitag von Red Bull München Shootingstar Justin Schütz. Die Woche darauf steht schon fest aus der National Hockey League Guillaume Latendresse, ehemals für die Canadiens, the Wild und die Senators im Einsatz. Dann haben wir Chris Kabitzky, mein alter Kumpel. Und übernächsten Mittwoch haben wir Tyson Mullock. Und ich finde Hashtag Wally Love, hey, it works for PC, works for Wally. Guys, you don't have to go home, but you can't stay here. Bye.